Der Pilote P626D. Ja, Modelljahr 2021 mit großem Panoramafenster, aber sehr, sehr kurz. Wir werden gleich mal schauen, wie kurz er ist. Ist ein sehr, sehr kompaktes Modell, was also wirklich wenig Raum benötigt. Und mit einem ganz anderen Raumkonzept wie alle, die wir bisher gesehen haben. Ja, das hier ist bereits verkauft, aber es steht noch hier zum Schauen, es ist die Version Selection. Das bedeutet eine etwas andere Ausstattung, die wir gleich mal sehen werden. Da ist der Anschluss für das Bordnetz und hinten hat man Stauraum, der für Gasflaschen genutzt werden kann. Und hier ist zum Beispiel das Pannenset ist oben drin. Das ist hier. Da ist ein Reifenset mit drin. Auf der einen Seite, denn das Fahrzeug ist sehr, sehr kompakt. Man sieht es auch hier, es sieht aus wie so ein kleiner Krankenwagen von den Längen her. Also wie so ein Sprinter mit Aufbau und mit Rückfahrkamera. Auch hier sieht man, werden wir gleich eine kleine Überraschung erleben, denn die Steffi ist da. Komm mal kurz zu mir, Steffi. Ich grüße dich herzlich. Du hast mal ein Schätzchen klar gemacht. Ist der Wohnwagen Finnland-Schlüssel? Ja, der Schlüssel wird gerade besorgt. Gucken wir mal rein. Wir schauen nämlich gleich mal nach dem Tabatcom-Test dort hinten, der da steht. Das hier ist ein ganz anderes Raumkonzept. Wenn du mal kurz zu mir kommst, dann zeige ich dir mal gerade, wie das aussieht. Der P626D. Guck mal, wie kurz der ist. Ja, der ist wirklich ein ganzes Stück kürzer als die anderen. Du wirst gleich, wenn du reingehst, richtig Aha machen, weil alles, was du bisher gesehen hast, war sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Und hier, wirst du gleich mal sehen, ist alles ganz anders. Noch anders. Doch, Ganz- bei dem gerade war ja auch wieder was anders. War auch anders, aber hier ist Irgendwas- ganz anders. Was könnte hier anders sein? Die komplette Raumaufteilung irgendwie anders. Anders, richtig. Genau. Aber guck mal auf dem Heck, was da drauf ist. Was bei keinem anderen ist. Selection-Modell. Ja, guck mal unter dem M. Ja, Was fällt dir auf? wir haben hinten die Lüftung. Na, eine Lüftung, richtig, ja. Also dass im Prinzip vielleicht hinten die Küche ist. Ja, Oder- ich habe selbst nicht reingeguckt, aber wenn der Kühlschrank, die Öffnung für den Kühlschrank da ist, ja, dann wird's- könnte es sein, dass da die Küche ist, aber ich weiß es noch nicht. Gucken einfach mal rein. Und wenn du auch siehst, also hier vorne siehst du normal ist hier die Heckgarage mit durchgucken Genau, das habe ich auch direkt und hier ist der gesehen. Gastank. Ja, okay. Alles anders. Alles anders. Wir werden gleich mal das Geheimnis lüften. P626D, ein ganz neuer Grundriss, den ich zumindest mal gesehen habe. Und hier vorne sieht man, also Rückfahrkamera ist mit drin, integriert natürlich. Hier oben habe ich den GFK-Aufbau. Habe hier unten die einzelnen Panels, die ich austauschen kann. Habe hier nochmal ein Staufach. Mach mal bitte auf. Das schon ganz anders aussieht. Gerade gesehen, der Schlüssel ist da. Der Schlüssel ist da. Ja. Super, dann kriegen wir den gleich. Schätzchen wurde gerade aufgeschlossen. Oder aufgeschlossen. Ah, nee, doch. So, und hier siehst du, bisschen anders. Ja, bisschen kleiner. Aber ich würde jetzt sagen, Warte, ich zeig's mal gerade. Von der Höhe her, also im Prinzip ein Fahrrad ginge rein. ich würde sagen schon. Ja, ich würde sagen schon. Aber guck mal hier, das hier ist, da muss Es irgendwas ist drunter tiefer. sein. Es ist deutlich tiefer und da ist auch ein Fach. Da würde ich gerne mal reingucken. Ja, zeig mal. Mach mal auf. Da kommt wieder die Neugierde durch. Aber noch nichts verraten, was du denn Oder siehst. Interesse. Nicht Wir nennen verraten, was die du siehst. Neugierde Weil es kann ist sein, dass du es nicht negativ. aufkriegst. Geht's auf? Ah, es geht auf. Geht auf. Das hier, ja, das heißt, das hier, du kannst nach innen gucken. Ja, ich kann reingucken. Ich könnte jetzt von hier reingehen, mich reinschleichen sozusagen. Ja, das machen wir machen wir jetzt mal nicht. nicht, weil wir Schon wollen noch nicht so viel verraten. Also hier könnte ein Hund zum Beispiel drin sein, hier hinten. Und da können wir, ich sag mal, ein Hundekörbchen hinlegen, wenn man den dann hier hätte. Aber auch Fahrräder und Co. Jetzt hat man hier noch eine kleine Besonderheit. Hier kann man auch öffnen. Hier ist die Dusche. Genau, Außendusche. Ups, sorry. Außendusche. Und Oben hat man eine Klappe. Da weiß ich aber nicht, ob wir die aufmachen können. Aber da ist zumindest... guck mal, da oben ist ein kleiner. Ja, wir werden sehen. Ein Nupsi. Das kannst du jetzt zumachen und da kannst du was drauflegen. Guck mal. Siehst du, hast du noch ein Fach. Hat man noch ein Fach? Ja, du bist jetzt größer, du könntest hier irgendwas machen. Aber Ich kann da was drauflegen. kannst Also was da drauflegen? ein Helm oder irgendwas anderes. kann auch so, und das ist echt stabil, ne? Weil Das heißt, ich kann also einmal hohe Gegenstände einladen wie dich. kann, drin stehen, genau. du kannst fast... Nee, ja, war Spaß. Hohe Gänge, aber es ist ein ganz anderes Raum. Ich bin mal sehr gespannt, was uns gleich drin erwartet.
absolut. Ich auch. So, hier ist also wahrscheinlich ist hier das Klo auf der Seite. Okay. Denn das ist die Kassettentoilette, die Öffnung. Und da oben hast du den Wassertank auf der Seite. Hier rechts. Ja, wir gucken mal nach. Ist der Pilote P626D Modell 2021 mit Hubbett. Jetzt werden wir das nämlich auch mal lösen, weil wenn hinten die Küche ist, kann ja hinten kein Bett sein. Bett sein. Mit 140 PS. Und ja, ist alles drin. Und das Schöne ist, 58.900 €. Grüß dich, Roland. Hallo, guten Morgen. Gut geschlafen? Absolut, ja. So ist das ja. Ganz, ganz besonderer Grundriss hier, gell? Ein ganz besonderer Grundriss, weil er also quasi, Nicht verraten. Wir haben noch nicht reingeguckt. weil er quasi gleich eine Überraschung darstellt. Sehr schön. Ich stelle dich mal kurz vor, Roland. Ja, mein Name ist Roland Rimkus. Ich bin hier tätig bei RS Reisemobile. Und zwar im Regelfall überwiegend am Wochenende, am Messen und immer dann, wenn man mich braucht. Für die Medienarbeit. Zum Beispiel. Auch. Ja, wir gehen mal rein. So, die Steffi war nicht drin, ich war auch nicht drin. Wir haben aber von außen mal geguckt, weißt du, die Kühlschranköffnung hat man ja gesehen, so ein bisschen. Also alles ist anders hier. Alles ist ein bisschen anders, ja. So. Schön, dass du wieder da bist, Roland. Das ist auch schön. Ja, ich freue mich. So, guck mal, wenn du hier reinguckst, das sieht Ja. aus wie eine richtige Couch. Ja, genau. Wie eine richtige Couch und eine große Sitzgruppe. Sag mal, Roland, könntest du mir den Schlüssel fürs Hubbett besorgen hier? Den habe ich dabei. Hast du dabei? Absolut. Das ist ja toll, weil ich würde das so gerne mal zeigen, weil wir haben hier nämlich den Hauptschalter. Da können wir wahrscheinlich Einmal drauf touchen. touchen, das machen wir gleich. Er bootet wahrscheinlich gleich. Da ist er. Hier wäre jetzt der Schlüssel. Das machen wir gleich. Aber jetzt komm mal rein. Ich halte noch nicht nach rechts. Danke. Du bist ein Gentleman. Guck mal. Guck mal. Das habe ich noch nicht. Auf der ganzen Messe von Hunderten von Wohnmobilen, die ich gefilmt habe, war keins dabei mit diesem Grundriss. Ja, Komplett anders. ich sag mal so, das ist sogar ein Nachfolgemodell oder ein anderes Modell. Es gibt ein zweites Modell in ähnlicher Form von Pilot, wo wir eine gesamte ein gesamtes Heckbad haben. Hier haben wir jetzt ein Seitenbad und eine Heckküche, wenn man so will. Aber diese Face-to-Face-Geschichte, die wir hier haben, ist deswegen auch interessant, weil hier auch 4 Leute schlafen können, weil man den unteren Bereich auch absenken kann und zu einem Schlafplatz machen. Wir haben also quasi so eine Doppelbettfunktion. Ach, das ist ja spannend. Wenn man es braucht. Wenn man es braucht. Aber ich sag mal so, auch spannend natürlich für Leute, die Hundebesitzer sind. Die haben einen großen Vorteil, die können dann auch schon mal 2 Hunde oder mehr mitnehmen, weil die haben dann Platz, sich irgendwo abzulegen. Ich habe gesehen, hier vorne ist eine Durchreiche, die haben wir von innen erst gesehen. Da können nämlich auch ich sag mal, die kann man offen lassen, da könnte auch ein Hund drin sein. Kann auch ein Hund, das ist gut Ja. für einen Hundeplatz, ja. Gut für einen Hundeplatz, der dann, ich sag mal, wenn er groß genug ist, rein raus kann, ansonsten eine kleine Treppe. Hier vorne, ich zeige mal gerade die Übersichtlichkeit, man hat ein unglaublich tolles Raumgefühl. Steffi, dreh mal gerade den Sitz bitte. Die Steffi, ist so fit heute, wir haben so viel mit der gedreht. Aber das ist irre. Ich finde das total irre. Ich war gerade schon so begeistert von der Dusche und jetzt ist wieder was anderes. Das heißt, man kommt rein, das Wohnmobil oder das Reisemobil findet mich. Das haben wir ja gestern schon gesagt. Und Ja, das so ist muss das wirklich auch so. sein. Und es gibt so viele verschiedene. Das heißt, ich komme rein, denke, ja, das ist meins, nee, oder das ist meins. Ja, das ist eine rein gefühlsmäßige Entscheidung. Es muss gefallen. Wenn es nicht gefällt, kann es also auch preiswert, wie auch immer sein. Hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Da ist das Ich sag mal, Gefühl. wenn du mal gerade sitzen bleibst, sag mal so Ja, die ich wollte noch mal Tür zu, genau da vorne. Dass wir mal alles an Licht mal anmachen, was geht. Ja, Steffi, den Sitz ein bisschen nach vorne. Unten drunter greifen. Das kennst du ja. Bisschen. So, und jetzt kannst du wahrscheinlich besser drehen. Jetzt geht's besser. Hallo. So, das wäre dann das Raumgefühl. Roland, du gehst mal auf den Sitz daneben bitte. Dass wir das mal sehen. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass man mal sieht, wie offen der Raum ist. Das heißt, das ganze Wohnmobil ist nicht ein Wohnmobil vom Grundriss her, sondern ein richtiges Apartment. Aua. Es ist echt ein Einraum-Apartment. Ja, und das Bett kann ich hier oben runterlassen. Das werden wir gleich mal machen. Jetzt noch nicht, aber dass wir das Ganze mal sehen. Und das ist groß. Ganz großes Hubbett. Und ich glaube, das ist im Moment einer der gefragtesten Grundrisse überhaupt, oder? Ja, also für viele Einzelpaare ist das ein gefragter Grundriss. Oder für
Familien, die einfach sagen, unsere Kinder sind schon so groß, die fahren nicht immer mit, die separieren sich dann ab einem gewissen Alter auch im Zelt. Und von daher ist das hier ganz interessant, weil eben dieser Schlafplatz im Bedarfsfall immer vorhanden ist. Ja, auf den bin ich jetzt echt gespannt. Das Also- Spannende dabei ist, du fährst das Bett nicht spazieren dauernd, sondern du kannst das Bett wegfahren und dadurch, dass du ja kein anderes Bett hast, hast du so viel Platz hier. Auf der Länge, überleg mal, das ist ja sehr kurz, das Fahrzeug. Ja, 6,26. Nein, Quatsch. Aber das ist auch, du liegst hier dann im Doch, Bett und 6,20. guckst die ganze Zeit auf den Kühlschrank und denkst, soll ich die Schokolade essen oder nein? Oder nicht? Ja, Ich überlege gerade, wo könnte die Schokolade sein. im Kühlschrank. So, ich zeig mal gerade, ihr könnt euch mal kurz unterhalten. Ich habe euch das Mikro da gelassen, dass ihr das sieht. Also, Das ist so. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wo das Bett ist. Also das kann ich mir jetzt gar nicht, also hier wahrscheinlich, Also hier, aber es ist tatsächlich so, dass man also den Tisch absenken kann. Hier kann ich also eine Liege rausmachen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich einfach mal so die Seitenpolster wegnehme und will nur mal so eine Art Mittagsschläfchen machen. Ne? Die sind wieder mit dem Magneten? Die sind mit dem Magneten. Ja. Nee, in dem Fall Magnet. Hier haben wir noch ein Klettband. Das ist aber so lang, du kannst dich hinlegen, oder? Hier, Kann man mach sich mal bitte. wunderbar- kann das man möchte sich ich jetzt auch mal sehen. Ja, einmal sehen, ja, Nee, du. ich möchte, also, Steffi. Steffi. Nee, ich will es sehen, ich will es nur sehen. Ach so. Oh Steffi, du kannst das ruhig mal machen. Ja, ich mach das. Bitte. Weil du musst ja eh aufs Hochbett hoch. Mit ohne Schuhe. Im Prinzip weg damit. Schuhe aus. Schuhe aus. Ja. Und dann habe ich eine Nächstes Mal ordentliche... komme ich barfuß. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, also jemand, der sagt, ich will mal nur einen Tag oder will 2 mal- Tage übernachten oder das Oder nur ein Enkelchen. Mittagsschläfchen machen. Ne? Und einfach sagen, ich will jetzt das Bett nicht runterlassen, weil mein Partner einfach hier noch sitzen will, ein bisschen lesen will. Der kann einfach sagen, ich Okay. lege mich mal hier gemütlich hin. Ach, du bist ein Schatz. Danke. So. Ah, und eine Decke hätte ich gerne. Ja. Und ein Lachsschnittchen. Und ein paar Kekse oder so. Nee, ist gut. Ist gemütlich. Und der Vorteil ist natürlich, ich kann also den Tisch absenken. Dann habe ich quasi wie so einen Nachttisch. Ich hätte jetzt da auch die Möglichkeit, dann das so zu machen, dass ich also, wenn ich hier sitze, so ein bisschen so eine Art Couchtisch habe, schau fern dabei. Und habe nicht immer diese Esstisch-Variante um mich herum. Das heißt, ich kann den runter machen und der hält auch, wenn er unten ist. Der hält auch, Mach wenn mal. er unten ist. Man kann den fixieren und dann hält er. Ah, jetzt ist das auch tiefer und jetzt kann ich da die Chips drauf machen. Jetzt kann ich die Chips drauf machen. Oder mein Tablet und kann hier irgendwas machen oder gucken. Oder mein Rechner, wenn ich jetzt nicht unbedingt da an den Fernseher Und möchte. der Tisch ist nicht im Weg. Du musst also, wenn du Fernsehen willst, einfach nicht. Das ist ein genialer Grundriss. Mit der Küche im Heck macht das so offen. Ja, und der Vorteil ist, die Steffi kann das gleich mal vormachen. Wir haben da zwar eine Stufe, die Stufe hat aber einen Sinn, sag ich mal, weil die Steffi gehört zu den Personen, die ungefähr 1,60 Meter groß sind und hätten auch aufgrund dieser Stufe natürlich noch besser die Möglichkeit, an den Schrank zu kommen. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mal aufstehst, dann bin ich etwas weitwinkliger. Ja, Dann gerne. gehe ich mal hin und setze mich mal hin auf den Stuhl drauf, dass ich das besser filmen kann, weil das Raumgefühl... Ich gehöre natürlich zu den etwas größeren Menschen. Ich komme hier wunderbar ran und was hier noch sehr praktisch ist, ich habe hier noch einen Seitenschrank. Ja. Ne? Ich kann mich also hier wunderbar bewegen. Hier wäre noch Platz für Kaffeemaschine, also kleine Kapselmaschine oder ähnliches. Wobei man natürlich, wenn man autark irgendwo steht und hat keine Kaffeemaschine, natürlich auf das gute alte Filterverfahren zurückgreifen sollte. Heißwasser, Gas, Filter, sehr lecker. Pulverkaffee geht auch. Ich liebe Pulverkaffee. Pulverkaffee geht auch. Ich habe mal in Asien gelebt, seitdem liebe ich Pulverkaffee. Okay, vielleicht ist der da besser. Das ist Aufgusskaffee, Das ist so Aufgusskaffee. Aber ich trinke den total gerne. Ich trinke auch gerne Muckefuck. Dieses, Also meine Oma sagte immer Setzkaffee, hat sie immer gesagt. der Muckefuck ist ja ohne Koffein, ne? Das ist ja dieser Malzkaffee. Karo-Kaffee Karo. zum Beispiel. Guck mal hier, das ist gar nicht Wohnmobil hier. Wenn du hier drin bist, du hast nicht das Gefühl, Nee, es ist eher Wohnwagen-Feeling, finde ich. Das ist, hat nee, so noch nicht mal. Weil du hast doch im Wohnwagen diese Aufteilung nicht. Ja, nee, also noch nicht. Es gibt sie, glaube ich, selten, aber ich sag mal, das ist hier so eine Besonderheit. Ne? Und du hast hier Face-to-Face, du kannst ausklappen. Mach mal den Tisch mal ein bisschen weiter runter. Bitte, sei mal so lieb. Ein kleines bisschen nur. So. Gott, musst den einfach nur schieben. Schieben dann und jetzt magst mal... du den- Und, hakst den fest. Na, warte mal. Wenn, dann einmal rum und hier richtig machen. einmal richtig. Und dann Hakt er ein. So, und wenn du jetzt mal... Oder auch nicht. Der möchte nicht. er möchte. Er möchte.
Der möchte noch bei uns bleiben. Ja, es kann doch sein, dass er genau einmal noch tiefer gehen muss. Nee? Ja, wir werden es rauskriegen. Dass er da ist. Ah ja, Ah, jetzt. jetzt hält er. Wunderbar. So, dann zeigen wir aber ganz kurz die Küche. Das ist vielleicht auch was ganz Besonderes, denn die Küche, das ist eine Raumküche, die komplett offen ist, wie in einem Apartment. Wie in einem Apartment, und ich habe das ja gerade vorgemacht, also jetzt durch die hohe oder relativ hohe Stufe haben wir jetzt die Möglichkeit, dass also Steffi da auch ganz gut an den Schrank ran kann. Genau. Hat den Kühlschrank auch griffbereit neben sich, den kleinen Eckschrank, das ist also sehr praktisch. Und auf der linken Seite, da wo der Spiegelschrank ist, kräftig ziehen, jawohl. Und da wo der Spiegelschrank ist, da wäre jetzt Kleiderschrank in dem Fall. Ne? Ist da einer drunter, dahinter? Hinter dem Spiegel, ja. Wie geht der auf? Ja, der geht auf, seitwärts. Ne? Genau. Ah, großer Kleiderschrank. Eine Ecke. Und noch seitwärts um die Ecke rein. Um die Ecke rumnutzen. Also ein ganz, ganz großer Kleiderschrank, wo du auch gut rankommst. Ja. Nicht so ich komm verwinkelt. auch überall gut rein. Super. Gefällt mir auch. Ist wirklich wieder komplett anders. Und Ja, das Schwenkbad. ich bin ja jetzt so ein Fan von diesem Schwenkbad. Ja. Ganz interessant. Auch mit einer stabilen Wand hier, ne? Das ist auch sehr schön. Das hat sowas von. Spritzschutzeinheit hier vor, Ja. sodass man also, auch wenn man kann die Duschzeug da lassen, wenn man also dann hier ist, wir stehen ein bisschen schräg, ist es tatsächlich so, dass die ganze Geschichte auch sehr gut hält. Und es sieht also so aus, dass wenn ich jetzt geduscht habe, ich kann die Wand zumachen, es läuft dahinter ab. Ich muss nicht sofort nachreiben, um das trocken zu machen, aber kann das also jederzeit, und das geht sehr schnell, weil nicht sehr winkelig aufwendig ist. Also mega pflegeleicht. Pflegeleicht. Das finde ich ja auch wichtig. Ich meine, man möchte ja trotzdem sauber sein, aber nicht stundenlang putzen im So ist Urlaub. das. So ist Und das. dann einfach mal ein Mikrofasertuch. Ja. Ich mache Genau. noch einmal zu. Einmal zumachen. Stehen ein bisschen schräg. Hier vorne hast du dann das Schwenkbad. Das wird hier vorne fixiert. Das wird hier fixiert. Hier ist so ein kleiner Knopf. Ja. Und wir haben hier genügend Platz, um jetzt hier zum Beispiel Utensilien unterzubringen. Aber das haben wir schon in einer anderen Weise, glaube ich, schon mal gesehen. Und natürlich Platz für alle anderen Sachen, die man so im Bad braucht. Und hier unten, haben wir auch noch einen Schrank. Ja, hat er gerade gezeigt. Ach, den hast du gezeigt. Klar, hast du. Entschuldigung. Und hier wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit, das Ganze dann auch Mach mal zu. entsprechend zuzumachen. Also wenn ich jetzt Besuch habe und ich will das nicht zeigen, Oder abends, man will sich fertig machen, man möchte zur Toilette und möchte sich fertig machen, dann kann man das zumachen. Und umziehen, egal man was. braucht nicht alles zu verdunkeln und hat da also Schrank und welche Möglichkeiten auch immer. Auf diese geringe Größe, also unter 7 Meter, 6,20 Meter, ist das schon ein enormer Platz, den man hier hat. Ja, wir haben das Wichtigste noch gar nicht gezeigt. Das ist das Bett. Das machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Ja, Denn das Bett ist so ich möchte groß. ins Bett. Du willst ins Bett, Steffi. Ich möchte einmal Dann ins müssen Bett. wir dahin. Warte mal, ich gehe mal kurz hier hin zu dir. Mal zeigen, da ist das Hubbett. Also am Touchscreen mache ich das. Touchscreen, das Ja. ist, du musst auf jeden Fall und auf diese AUX Ich zeig das mal gerade. Du musst es einmal aktivieren, ne? habe ich aktiviert. Hast du aktiviert und jetzt? Jetzt würde ich das jetzt runterfahren. So, das geht bis auf 80 cm runter. Das geht aber schnell. Ja, das geht relativ schnell. Die Polster umlegen? Die Polster umlege ich, komme ich also besonders weit runter. So, das macht man natürlich ordentlicher, wenn man sonst dabei ist. Ne? Jetzt ist die Stufe auch wieder von Vorteil. Ach, guck mal, und da oben kommst du dann auch wieder. Ah ja. Ach, Wahnsinn. Und ich habe den Vorteil, ich habe hier zum Eingangsbereich, wir haben jetzt hier natürlich einfach zum Schutz im Eingangsbereich, ich kann raus und reingehen und es ist tatsächlich sehr, sehr stabil, weil es in diesen Schienen geführt wird. Es hängt nicht, wie manche vermuten, einfach hier an den Bändern, sondern es ist schienengeführt.
Und Die Bänder, die kennt man ja auch aus dem Automobilbau. Da sind Unfälle mit 10-facher, 20-facher Intensität des eigenen Körpergewichtes, die aushalten, und die sind noch viel dünner. die halten auch absolut viel aus. Ich habe hier für 2 Personen 250 Kilo, ist sicherlich kein Problem. So, das Schöne ist, wenn du mal draufsteigst, bitte, Steffi, dann sieht man nämlich auch, was ich hier eben erzählt habe. Die Größe von dem Hubbett, das ist so riesig, das Hubbett, Wirklich riesig. dass du dich fast komplett verlierst. Das ist wirklich riesig. Ich habe hier rechts und links die Verdunklung. Ich kann auch, wenn ich das möchte, irgendwann mir hier nochmal ein Hebekippfenster einbauen lassen, dass ich dann den Sternenhimmel sehen kann. Ein Heki, Ein Heki, ja. Ein Heki. ein Hebekippfenster. Genau. Und man könnte auch hier dann eben halt mit einer normalen Klimaanlage auch arbeiten. Ja, das ist sehr unproblematisch. Was ich schön finde, ist dieses Skyroof, was wir davon haben. Das Fenster auch in dem Fall verdunklungsfähig. Ja, es ist wirklich schön. Und wenn ich jetzt hier mit 4 Personen schlafe, dann ist es natürlich so, dann... Steffi, wenn du das noch einmal gerade machst, Fotofinish, stopp, warte mal kurz. Ich muss mal Steffi einmal nochmal zeigen. Einmal, genau, die Arme nochmal ausbreiten. So schön, vielleicht holen wir das als Titelfoto, denn das spiegelt so ein bisschen rüber dieses Raumgefühl, was du jetzt hast, dass du in einem Raum schläfst und nicht in einem Kasten. Also, ich habe auch das Gefühl, ja, ich habe so das Gefühl, das ist alles so meins. Ich bin so mittendrin und das ist so, Ja, schön. ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein tolles Gefühl. So, da du nicht sehr schwer bist, können wir dich mal mit hochziehen. Ja. Das soll man nicht machen, aber bei Steffi geht's. Im Regelfall soll man das nicht machen. Ich will aber eigentlich nur mal verdeutlichen, Steffi, jetzt müsstest du dich hinlegen, bitte. Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel zu viert... Aber du stoppst früh genug. Ja. Wenn man also zu viert fährt, dann wäre es jetzt hier durchaus möglich, dass auch Kinder oben schlafen können, die Eltern unten oder umgekehrt. Das heißt, es ist also durchaus möglich, hier auch zu viert zu schlafen. Ja, und Das da... möchte ich auch mal. Ich möchte unten auch mal liegen. Ich möchte mal sehen, wie das unten aussieht. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Machen wir nächstes Mal, weil Weil mir fehlen dann die Mittelpolster, die haben wir hinten in der Garage nicht drin. Dann müsste man die ausfüllen. Ne? es geht. Ich kann aber unten komplett eine Liegewiese machen. Unten eine komplette Liege machen, der Tisch wird abgesenkt und dann kommen die Mittelpolster da rein. Dann ist das sehr, sehr bequem. Ich wollte als Kind, wir hatten auch ein Doppelbett und ich wollte immer oben liegen. Ja, es gibt viele, die diesen Höhlencharakter nicht haben wollen. Aber ja, wenn ich oben oder unten liege, habe ich ja immer eine Höhle um mich herum. Ne? Ja. Also was toll ist, wenn du es mal ganz nochmal absenkst, dann zeige ich mal gerade, wie leicht man reinkommt. Denn, Jetzt noch mal einmal schauen. so, und wenn du jetzt mal hier auf die Stufe gehst, dann hast du nämlich wirklich, es wirklich nicht weit. So, Nee. das heißt ganz einfach. Ist total einfach. Es geht zack, zack. Ja, Dann fahren wir es nochmal hoch, da ist es weg. Und ich habe unglaubliche Stehhöhe. Du bist 1,80 Meter und du hast noch locker 30 Zentimeter über dir. Also selbst mit 2 Meter irgendwas kommst du noch unterm Hubbett durch. Und der Vorteil ist, also die Dusche ist aufgrund dieser Stufe eben halt auch noch einigermaßen von der Höhe gut zu erreichen. So, ich kann oben Steppbettzeug drauf lassen Ja, keiner und sieht's. das ist also aus dem Weg. Und viele nutzen das dann auch, wenn die im Winter wegfahren und packen da zum Beispiel auch schon mal Wintersachen drauf. Ich habe eine große Spüle mit drin. Da sind natürlich die Standardsachen, die wir schon gesehen haben. Dunstabzugshaube. Hier habe ich so eine tolle Verkleidung dahinter. Hier habe ich ein Fenster an der richtigen Stelle. Hier vorne die USB-Lader. Eine 12-Volt-Dose, dass ich noch meine Adapter reinstecken kann. Das ist für USB-C oder so. Dann habe ich hier Doppelflammen. Hier habe ich dann meine Spüle. Hier habe ich noch einen Schrank. Guck mal. Der hast du eben aufgemacht, gell? Genau, und der ist sehr, sehr tief. Auch viel Platz. Auch viel Platz. Hier Auch unten kann ich die hoch und Kaffeemaschine tief, reinmachen. ne? Guck Das ist auch mal, immer gut. das ist der Stromanschluss schon. Ah, ja. Siehst du, für die Nespresso ist oder so. Kaffee ist wichtig. So, da unten hast du dann Schränke ohne Ende. Auch wieder mit diesem Soft Touch. 5 Stück. Zack, und was ist das? Hier ein Schrank? Ach, guck mal. Hier habe ich auch noch eine kleine Klappe. Genau, Geheimfach, Schlüssel. Geheimfach, was jetzt kein Geheimfach mehr ist. Und hier? Nee, hier ist nichts. Da ist nichts. Komm. Besteck. Und hier ist dann wahrscheinlich Müll und sowas. Oh. Komm. Nee. Aber habe ich hier noch was? Guck mal hier. Nee, auch nicht. Auch nicht. Okay. Sag mal,
Roland, habt ihr viel Probleme mit irgendwelchen Montagsautos, die ihr kriegt, wo die Kunden dann vorbeikommen und sagen, hier 500 Tage in der Werkstatt oder so? 500 Tage nicht. Also ich will nicht verheeren, dass es schon mal so ist, dass bestimmte Dinge dann einfach mal haken oder mal nachgezogen werden müssen. Das sind ja handwerkliche Produkte. Es sind ja, wenn man so will, Schreinerprodukte. Aber im Regelfall ist das so, dass wir bei der Auslieferung erstmal alles überprüfen, ob alles funktioniert, ob auch leicht gängig ist. Und von daher haben wir diese Probleme, ich sag mal, wenig. Ich will nicht sagen, dass die nicht vorkommen können, das wäre auch Quatsch. Also wirklich einer der schönsten Grundrisse, die ich je gesehen habe, weil auf der Länge, muss man auch sagen. Ja, absolut. Was man auch den Kunden mal sagen müsste, die bisher noch nie etwas mit Camping zu tun gehabt haben, die dann immer sagen, mein Gott, wird das nicht unheimlich heiß in so einem Fahrzeug. Wenn man die Fenster mal geöffnet hat und der Wind streicht hier durch, dann ist das ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und man hat eigentlich gar nicht so dieses Gefühl, dass man so eingeschlossen ist. Du solltest ein Pöt werden. Ja. Er verblüfft mich immer wieder. Ein Poet, so ist es. Nee, du bist wirklich, also du bist so einfühlsam. Ich habe so das Gefühl, es ist ja schon öfter mal, dass die Stressmomente entstehen, wenn Pärchen kommen, oder? Ja, das schon. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Betrachtungen. Ne? Die eine möchte, der andere möchte nicht oder umgekehrt. Aber immer dann, wenn Pärchen oder wenn Interessierte reinkommen in so einem Fahrzeug, die haben das Gefühl, wenn man, ich sage dann auch, bleiben Sie mal eine halbe Stunde drin sitzen und genießen Sie das mal und stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt damit in Urlaub fahren. Das ist das Stückchen Heimat, was man mitnimmt, das ist das Zuhause, das Bewegliche und da hat man einen ganz anderen Eindruck. Ich durfte mal 11 Jahre in einem Wohnwagen die Woche über wohnen und hatte dann den Eindruck, immer dann, wenn ich da hingekommen bin, bin ich in mein kleines Hotelzimmer gekommen. Und das war einfach schön. Und mit diesem Eindruck sollten dann Leute auch an diese Sache rangehen. Ja, das Problem war, dich hat es mal hart getroffen finanziell, nehme ich an, dass du im Wohnwagen wohnen musstest. Nein, leider. Ja, oder Gott sei Dank nicht. Es hat mich nicht getroffen, sondern ich hatte nur die Situation, dass ich in Essen wohne und in Osnabrück gearbeitet habe. Meine kleine Wohnung, die ich hatte, wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Das war in einem ausgebauten Hühnerstall auf einem Bauernhof. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns einen Wohnwagen gekauft. Ich wollte nur übergangsweise drin wohnen und darauf sind dann 11 Jahre geworden. Okay, das heißt, das war im Prinzip eine Teilzeitwohnung bei dir? Eine Teilzeitwohnung, klar. Okay. Hab da alles mitgemacht. Ne? Sommer, Regen, Wind, Sturm, Schnee. Ja, in Ermangelung von Schneescheppen habe ich dann mit einem Tablett, so einem Geschirrtablett, dann mir eine Bahn dadurch gescheppt. Und ich habe bei Kyrill mein Vorzelt fest. Erfinderisch. Ja, absolut. Ich habe mein Vorzelt festgehalten, damit ich damit nicht wegfliege. Aber ich sag mal, all diese Dinge sind ja für die Leute, die also das erste Mal campen, dann auch Erfahrung, die ich dann auch erzähle, wo ich dann berichte und sage, an das und das und das müssen Sie denken. Das merke ich immer, wenn du erzählst, dann denke ich immer, du denkst an alles. Also an so Kleinigkeiten. Also wirklich du denkst wirklich an alles. Und Ja, an jeden. An jedes Gebrechen, an die Kinder, an die Tiere. Das finde ich total schön. Ja, und was wichtig ist zum Beispiel, ich habe festgestellt, bei den meisten Wohnmobilen, und das ist nicht bei Pilot, sondern bei fast allen, fehlen an bestimmten Stellen fehlen Steckdosen. Und da haben wir einen Vorteil hier bei RS Reisemobile, wir haben eine große Werkstatt und rüsten dann auch vieles dann auch mal nach. Hier mal eine 230 Volt Steckdose. Lithium. Und dann eben halt die Batterien und das, was man alles braucht, um autark zu sein. Solaranlage, dann automatische Sattschüssel und so weiter. Ein sehr schönes. Und diese Geschichte, die finde ich ja besonders schön, wo man also ein Handy reinklemmen kann oder ein Tablet. Das finde ich aber auch gut. Ne, wo man dann also sagen kann, so hier wäre jetzt mit Hund und mit Information ein Tablet möglich, aber auch... Navi kann man auch, oder ist Ja. Und wenn ich hier es gibt ja viele, die haben kein fest installiertes, die nehmen dann ihr Handy-Navi, das kann ich dann verbinden mit dem Fahrzeug und habe dann hier eine gute Sicht. Und Was auch schön ist, ist das Rollo, das Verdunklungsgitter. Das ist nicht von der Seite, sondern sehr Privacy. kommt von unten hier rauf. So, ne, Das Ding ist erstmal reinklappen. Hat die Steffi eben besser gemacht, muss ich sagen. Ja, was ist da los? Sie hat ja mittlerweile Kraft entwickelt. Die hat Übung. Nee, die Steffi stand, muss man dazu sagen. Ja.
Das war so, es geht auch ganz zu, muss man dazu sagen. Der Roland hat noch nicht gut gefrühstückt heute Morgen. Doch, sehr gut gefrühstückt. Was gab's? Alles Mögliche. Meine Frau hatte Geburtstag, großer Frühstücks. Geburtstag, wie alt ist sie geworden? 61. 61. Ja. Du hast eine junge Frau. Ja. Nee, jetzt ohne Witz, du bist 68. Ja, und uns trennen 7 Jahre, aber ich sag mal, alles gut. 37 Jahre verheiratet, also es kann nur gut sein. Ja, stimmt. So ist es. Komm, wir gehen mal raus, bevor wir hier ins... Ja, toller Grundriss. 6 Meter und, ich guck mal gerade, 6,20 Meter lang. Das ist eine sehr kompakte Größe. Hier vorne sieht man auch nochmal das Fahrerhaus. Wie schön das Ganze ist auf Fiat Ducato-Basis. Gibt es dann auch mit Automatikgetriebe auf Wunsch. Und mit den umgedrehten Sitzen habe ich natürlich dann eine richtige Wohnlandschaft mit einer Integration vom Raum her, die wirklich einmalig ist. Der Pilote P626D Selection Modelljahr 2021, 58.900 €, da geht es dann los. Aber es ist auch ein ganz besonderer Grundriss auf einem sehr, sehr kompakten und kleinen Fahrzeug. Als ich sagte, es ist was ganz Besonderes, ist besonders, oder? Ist definitiv besonders. Anders als die anderen und wirklich ganz besonders. So, und jetzt schauen wir uns gleich mal ein Schätzchen an. Genau. Gibt es ein eigenes Video zu, den Tabat Comtesse Baujahr 2021. Ein ganz neues Modell. Sie haben das Retro-Modell komplett nachgebaut. Ach, das ist nachgebaut. Komplett nachgebaut. Ja, die haben das Original aus dem Jahr 1976 nachgebaut. Ist ja irre. Sogar die Patina siehst du hier hinten. Nein. Doch, original. Ist alles nachgebaut. Das ist ein altes. Siehst du, die haben sogar hier vorne, wo das kaputt ist, das haben die sogar kaputt wieder hingeklebt. Ach, du lügst. Ich lüge. Es ist ein original altes. Scheiße. Hat er mich veräppelt. Ja, das ist das. Also solche. Warte. Ich mache gerade die Abmoderation, Roland. Wir sind bei RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Wir machen das Video jetzt gleich und zeigen den Tabat Comtesse Baujahr. Was hat er? Das weiß ich jetzt nicht Ja, auswendig. guck mal nach. aber Bis gleich. 70? 70, bis gleich. Tschüss. Gleich.